Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Codes Stil 2. Wir sind beim letzten Mal ins heimelige Trista wieder zurückgekehrt und hier gerade dabei, zu später Stunde mit den ganzen NPCs zu sprechen. Wir haben zuletzt auch festgestellt, dass wir hier eine Auswahlmöglichkeit haben, uns zu entscheiden, mit wem von unseren Class 7 Mitgliedern wir die Nacht verbringen möchten. Da bin ich sehr gespannt, was sich daraus noch ergeben wird, auch wenn ich realistisch betrachtet nicht davon ausgehe, dass wir darauf heute noch eine Antwort bekommen, weil hier doch einige NPCs noch sind, mit denen wir sprechen werden. Zum Beispiel Stefan. I'm still amazed that the members of the upper class chess club actually went out of their way to protect our club room. I don't think I've ever been so moved. I'll never forget what they did for us, not as long as I live. I love this academy, I love its chess clubs. Sehr schön. Oh, ich glaube, es gab gerade ein Notebook-Update. Alright, let's play some chess. Since it's been so long, let's celebrate our return with a game for the ages. Ich glaube, da sind alle dabei. Ich finde wirklich, dass die Nobles sich hier im Rahmen des Chess Clubs hier in Teil 1 als erstes dahin bewegt haben, dass sie diese Klassenunterschiede, also im sozialen Rang, die haben die mit als erstes niedergerissen und hier gemeinsame Sache gemacht und die Leidenschaft höher gewichtet als deren gesellschaftlichen Rang quasi. Und deswegen mag ich diesen ganzen Club voll gerne. So the lower class chess club finally made it back after all. Not that I care, of course, but on them. Ach was? Ich habe gerade voll die Lanze für euch gebrochen und dann sagst du sowas? Richtiger Faker. So the lower class chess club finally... okay. Besteht bei dir wenigstens noch Hoffnung? Ja. He's as pointlessly hot-blooded as ever. Although I'd admit it would feel strange if he weren't now. Pointlessly hot-blooded. Okay, die wirken gerade irgendwie voll arrogant. Ich habe die irgendwie anders in Erinnerung. Aber vielleicht habe ich mir das auch schöner in Erinnerung behalten, als es tatsächlich war. By the sounds of things, if not for the upper class chess club, Stefan and I wouldn't have had a club to go back to. They did everything they could to make sure the administration didn't close it while we were away. I wouldn't have expected that. That was good of them. Yeah, we owe them a lot. I'd be happy to return to the academy either way, of course, but it wouldn't be the same without our chess club. Ihr hättet schon noch einen neuen aufgemacht, wenn sie den hier dicht gemacht hätten, bin ich überzeugt von. Oh, but by the way, if you've got some free time, maybe we could go look around our dorm together. No pressure or anything, but I feel like if I miss this opportunity, the chance won't come again for a while. Ja, wie bei allen anderen auch agree ich erstmal. Why not? I see you there. Great, I'll be there as soon as I can. Shouldn't be long. Wir werden sehen, Marquez, but I did just ruin my chance to keep the promise. Das klingt halt so hart, wie er das formuliert. Das hat mich in der letzten Folge schon verunsichert, aber ich hoffe, ich werde am Ende dann doch noch irgendwie Laura rauspicken können. Wir werden sehen. Irgendwann. Aber, wie gesagt, vermutlich nicht heute. So, die Zimmer sind auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Rex und Fidelio standen hier normalerweise. Das hier war der Barrel-Raum und irgendwo gab es auch den Kenneth-Raum. Das hier war der Angler-Raum, ne? Ja, da hängen sie überall, die Fische. Da steht es auch oben, Imperial Fishing Club. Nicht, dass hier irgendwann mal irgendwo noch was liegt. Mir fehlt immer noch ein Recipe. Es wurmt mich und ich weiß, diejenigen von euch, die wissen, wo das Ding liegt, die sind wahrscheinlich hart davon genervt, dass ich das in jeder Folge zum Thema mache. Aber es geht nicht anders. Wie in jeder Ecke eine Person steht. Sehr interessant. Wollt ihr alle nichts miteinander zu tun haben? Oder denkt jeder über seins nach? Die hat nicht mal einen Namen. Everyone's so exhausted. Perhaps I should brew some herbal tea. Towa's favorite kind was always this one, I think. Aber Towa ist gar nicht hier. Everyone's so exhausted. Aber mach mal trotzdem. Die hat bestimmt einen guten Geschmack. Die Kleine. Where were the books on the Imperial Villa again? Tja, weiß nicht. So groß ist das Bücherregal aber eigentlich nicht. Vielleicht suchst du an der falschen Stelle. Ich weiß nicht. Guten Tag. Haha, Towa's back. She's finally back. Tomorrow's gonna be a really busy day. I can't wait. Der hat so richtig Bock auf Stress, ne? Aus dem wird mal so ein richtiges Arbeitstier. Also wie kann man... Also das stell euch mal vor, so eine Reaktion wie hier...
mit Blick auf Montag. Diese Energie hätte ich gerne. Jeden Sonntag am liebsten. We're going to have a meeting with the student council president about the plan for tomorrow. Haha, it feels like such a long time since the student council has played a major role in anything. We're going to have a meeting with the student council president. Ey, wenn man das so hört, ne? Dann denkst du da, keine Ahnung, dass da so eine 60-Jährige mit strenger Brille und leichtem Buckel ankommt und dann kommt da so eine kleine Tower, die aussieht wie 12 oder so. Okay, aber wir sind hier durch. Markias ist jetzt... Ich wollte noch zu Celine, warte. Weil Celine beim letzten Mal das irgendwie kommentiert hat, dass wir gerade mit Emma angebandelt haben und ich bin jetzt auf Markias übergeswitcht. Guess I rest until Emma gets back. Or at least I try. Okay, sie rüffelt uns auf jeden Fall nicht. Sie hat beim letzten Mal nämlich sehr, sehr viel darüber erzählt. So nach dem Motto, wir sollen sie bloß nicht enttäuschen, sonst können wir was erleben. Und sie wünscht uns beiden viel Glück und hat so getan, als hätte ich ihren Heiratsantrag gemacht. Und ja, dass ich jetzt mich doch für Marquez entschieden habe, das scheint sie nicht sonderlich zu jucken. Aber immerhin hat sie uns auch nicht getötet, also alles gut. Das war ja meine Vermutung beim letzten Mal. So, dann lass uns mal zur Library gehen. Und schauen, wen wir hier antreffen. Wenn wir hier überhaupt jemanden antreffen. In der unteren Etage zumindest nicht. Also niemanden von unseren Class 7 Members. Have you heard of a book series called Gambler Jack 2? Its final chapter came out long ago. It reminded me of how nice it feels to see a story you followed come to an end. I've still got it here, so how about you give it a read? I think it's a pretty fun way to while away the time. Cool. Ich wusste nicht, dass da noch was kommt. Sehr nice, dankeschön. Danke, danke. Hehe, this library is so quiet today. Go ahead and relax if you want. I'm sure the books will be happy to have company. Aha, wie sie die Bücher vermenschlicht, aber ich glaube, das ist so. Wenn du für Bücher, wenn du dich für Bücher begeistern kannst und den ganzen Tag arbeitsbedingt auch damit umgeben bist. So, gibt's hier irgendwas, was wir noch nicht kennen? Ey, das ist ja schon so lange her. Ich habe gar keine Ahnung, aber mir springt nichts ins Auge, was irgendwie außer Reihe zu tanzen scheint. Kam ich hier schon mal ran? Imperial Chronicle Back Issues, das ist neu. Also, neu in dem Sinne, dass man das hier abrufen kann. Sind das die aus Trades in the Sky? Oder ist das hier komplett neu? Kann mir das jemand sagen, ob ich das schon kenne? Oder irgendwann mal gelesen habe? Also am besten jemand, der auch mein Trades in the Sky Let's Play gesehen hat, weil ich würde dazu nochmal ein separates Video machen. Aber das sind ja... Also meine Vermutung ist, dass das aus... Ich kann das vielleicht vom Jahresfenster nicht einordnen, aber entweder Trades in the Sky oder Code Steel 1, aber ich tendiere eher zu ersterem. Ach, hier geht es ja sogar noch weiter. Ja, okay, das wäre noch ein bisschen wenig Imperial Chronicles gewesen für Trades-Verhältnisse, aber sehr interessant. Guck mal, hat sich das ja doch nochmal gelohnt. Ich muss auf jeden Fall auf diese Shiny Spots hier achten in den Regalen. Hier oben ist niemand. Ist hier komplett alleine. Immer schön gucken. Hier leuchtet nicht mal was. Aber hier weiß man ja inzwischen, dass man da irgendwas mitnehmen kann. Ja, leuchtende Punkte sind hier auf jeden Fall Fehlanzeige. Die Bank hier wird für mich auch auf ewig die Celine-Bank bleiben. Wie man ihr in Teil 1 immer noch Milch geben konnte, damit sie einen mochte. Und am Ende gab es dafür nicht sogar eine Belohnung? Ich weiß es nicht. Immer schön auf die Bänke gucken. Ich muss das jetzt hier leider einmal zumindest ganz grob durchgehen, weil... Kann ja sein, dass sie hier ein neues Buch mit reingepackt haben, auch wenn ich das für nicht realistisch halte. Okay, die Library. Ich glaube, damit sind wir dann durch. Aber wenigstens haben wir hier ein neues Buch mitgenommen. Das ist doch schon mal viel wert. Geschenke sind immer gut. So, hier auf dem Vorplatz ist auf jeden Fall einiges los. Rex hat seine Kamera schon gezückt. Reen! All these cuties have actually asked me to take their photos tonight. It's insane. And I mean like a ton of them. Oh man, times like these make joining the photography club totally worth it. Next, I need to figure out how to convince them to get into cute poses and stuff while I'm taking the pics. Why don't we dial it back a few notches, Rex?
Ey, vor allen Dingen, irgendwann haben sie dann vielleicht gar keinen Bock mehr, wenn du die nach komischen Posen und so fragst. Also, es ist strategisch nicht so ganz sinnvoll, aber soll er mal machen. The upper-class ladies here are just too much. My heart can hardly take it. But the night's still young. Time to find more babes to snap pics of. I'm sure my heart will find a way to hold out. Ja. Ich fühle mich immer noch leicht angewidert, wenn wir miteinander sprechen, aber ist okay. Wir werden nicht mehr die Best Friends werden. Oh, Celestine hat gekocht. Oder was? Der hat die Suppenküche auf jeden Fall eröffnet. Hello there, Master Reen. Congratulations again on winning the battle earlier. Your victory was truly deserved. You didn't exactly make it easy. It was incredible to see how well you and Patrick fought together too, though I suppose that's not too surprising. Well, we have been together for a very long time now, but Master Patrick's grown quite a bit lately, physically of course, but also into his own as Erebonian nobility. I do believe we have his leadership of the Order of the Lion and his fight with you to thank for his wonderful transformation. He's lucky to have you looking after him. You flatter me. Regardless, do take the time to relax tonight and don't be shy if you require anything from me. Ja, ich will eigentlich nur dein Essen. Oh, wir haben ein Notebook-Update bekommen. Sehr gut. Master Patrick's most certainly grown through his leadership of the Order of the Lion and his fight with all of you. Allow me to extend my thanks to you and all of your friends in Class 7. He would not be the man he is today without you. Gern geschehen und so. Ich würde mir das Danke aber gerne auch von ihm persönlich abholen. Ey, stellt euch mal vor, Celestine wird so in Teil 3 und 4 so eine ähnlich krasse Background-Story haben, wie sie Sharon wahrscheinlich hat. So aus dem Nichts. Ich mag den Typen halt irgendwie voll gerne, weil ich sein Design so gerne mag. Und guck mal, der hat so voll die schöne Haarfarbe in Kombination mit seiner Augenfarbe. Und dazu diese stilvolle Bekleidung. Ich mag einfach die Art, wie er präsentiert wird, sage ich mal. So, hi ihr drei. Na, worüber redet ihr? You lot certainly have gotten stronger while you were away. But don't get cocky. Patrick has far more potential within him than any of you do. Oh, jetzt geht schon in dieses sinnlose Provozieren los. You lot certainly have gotten stronger while you were away. Okay. Der hat keinen Eigennamen, der wird wahrscheinlich auch nur eine Sache erzählen. The swordsmanship you displayed earlier was splendid, Patrick. Well done. We were all truly moved by the spirit and determination you showed us. I'm not sure why. Regardless of how well I may have fought, I ended up in their debt. The real test for us upper-class students doesn't begin until we make it through tomorrow. I suppose you're right. Is it just me, or does he seem somehow different lately? Ich glaube, der fängt an, Reen zu mögen, auch wenn er es nicht zugibt. So, und der ist in Elise verliebt, so war das doch, oder? Frittering away your time with more idle wonderings, I see. Yeah, you know me, a real fritterer. Real fritterer, bestes Wort. So, I wanted to come and thank you again. Jetzt übertreibt man nicht, Reen. Thank me. For what exactly? I couldn't have united the whole academy on my own. We were only able to do it because you issued that statement. So, thanks, Patrick. I'll be counting on your help tomorrow, too. You're joking, right? You came all the way here just to say that? Let me take this chance to make things crystal clear for you, Schwarzer. We are not friends. Oh, darauf habe ich jetzt wieder gewartet. Also anstrengend Reen in seiner Positivität ist, so anstrengend ist Patrick in seiner, egal wie cool wir miteinander sind, Freunde werden wir nie. And while you may have bested me earlier, I fully intend to settle that score among others at a later date. In order to do that, we need to return from tomorrow's operation alive and well, and since we must, so we shall. Now you're talking. You'll have my full support tomorrow. After all, we need to return alive, so we can settle things between us. So sieht's aus. Aber pass mal auf, würde ich jetzt meine Schwester ins Spiel bringen, die gute Elise, dann wäre er wahrscheinlich wie ausgewechselt und würde gleich einen komplett anderen Ton anschlagen. Aber das macht Reen jetzt hier an der Stelle nicht. Ist vielleicht auch besser so. Hey! When I left the academy, I thought that all of this was over for good. How could I have imagined that one day the entire lacrosse club would be able to get back together again? What am I? Theresia,
Hey, no crying in front of the first years. Come on, we're supposed to be setting a good example for them. I suppose you're right. Our work is anything but over. I need to stay strong until the very end. Oh, da gab's wieder ein Notebook-Update. We're finally together again. But we still have work to do and I still have first years to set an example for. Das machst du bestimmt gut. Auch wenn du weinst. Du kannst trotzdem ein gutes Paradebeispiel für die anderen sein. Those military academies across club is officially back in business. Once we put this war to bed, we're getting right back into the swing of things, you hear me? Yes, ma'am. Prepare yourself, Elisa. Hehe, good to see our break hasn't served to demotivate anyone. Ganz im Gegenteil, oder? We haven't used the field in a long time now, so the first order of business is getting it all prepped and in shape. Well, maybe the first order of business is ending the war, but right after that, we're back to the cross practice. We haven't used the field practice, okay. Hello, Ferris. The order may have been defeated, but I remain ever dauntless. The next time we compete, Elisa, I will emerge victorious. Sure you will. I'll take you on any time, Ferris. Sometimes I wonder if the day will ever come that I do manage to defeat her. Of course it will. It must. I just need to continue bettering myself until it does. Das ist ein guter Ansatz. Oder that's the spirit, wie man sagen würde. I couldn't be any happier that the lacrosse club's back together at last. It was a tough road, but staying on it was completely worth it. Granted, I did have everyone's help along the way. It makes me happy to see you so happy. This isn't the end just yet, though. Yeah, it all comes down to tomorrow's operation. But that's no reason for us to worry. Sticking together's gotten us through some rough times. I know we can do it. You and me both. Ich glaube danach, also wenn wir hier in Trista fertig sind, könnte wirklich der Endkampf schon warten, ne? Reen, would you mind coming with me to our dorm a little later on? I want us to see it one more time before we head out tomorrow. Just the two of us. Elisa. Ja, erstmal agreeing. Well, sure, I don't see why not. I'll head over there later. Hehe, thanks. I'll be over as soon as I'm done too. Okay, I'm not going to be able... Ganz schnell den Text wegmachen. Den Gewissensbiss-Text, den keiner lesen will. Und der trotzdem immer wieder angezeigt werden wird. Das war auch nicht das letzte Mal. So, Auditorium ist closed. Was mache ich als nächstes? Erst Main Building oder erst Trista? Schwierig. Eigentlich würde ich mir das Beste mal zum Schluss aufheben. Und das ist für mich tatsächlich Trista. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Hier habe ich eigentlich nur ein bisschen Angst vor den Ausrufezeichen, weil ich immer Angst habe, dann in irgendwie die Szenen reinzulaufen, die dann so no point of return darstellen. I believe I speak for the entire faculty when I say we're overjoyed to have you back. Ordinarily, this building would be closed by now, but this was a special one-time exception. Do feel free to walk around. Dankeschön. I believe I speak for the entire faculty. Okay, danke. Wir wären hier eh rumgelaufen, egal was du gesagt hättest, aber das sage ich jetzt nicht straight to the face. Wir wollen ja nicht unfreundlich erscheinen. So, hier ist der Hausmeister, ne? Hab den Namen schon wieder vergessen. Guten Tag, Geiler. Ah, wie kann man denn Geiler vergessen? Sag mal, ist ja peinlich. Warte. Musste gerade husten, sorry. Oh, the students seem so happy to be back together again. They're so darn happy that it's rubbing off on us non-students too. I'm gonna take this evening to relax and enjoy that. Mach mal. All the students seem so happy to be back together again. Genau, alle sollen relaxen, ihre Zeit genießen. Eigentlich müssten wir da draußen eine Party feiern. Aber das machen sie wahrscheinlich erst, wenn sie siegreich gewesen sind. Wobei so eine letzte Henkersmahlzeit, bevor es in die finale Schlacht geht, warum eigentlich nicht? Aber was ich beim letzten Mal ganz vergessen habe zu erwähnen, jetzt wo ich hier in Beatrix Gemächern bin, für mich war das in der letzten Folge auch sehr faszinierend, die ganzen Stimmen einiger Charaktere zu hören, die ich in der PS3-Version von Code Steel 1, glaube ich, teilweise noch nie gehört habe. Zum Beispiel Beatrix. Ich glaube, die hat nicht gequatscht in Code Steel 1, zumindest nicht in meiner Version. Hugh, it wasn't easy, but I managed to get those two together in the end. Oh, das heißt, Mary ist drin.
All my hard work must have paid off. Tschüss, Stimme. I shudder to think where my uncle would be without me. He should thank his lucky stars to have me as a niece. Ja, ich denke, er ist auch dankbar. Come on, Uncle Makarov, now's your chance. Just don't blow this one. It's so annoying watching the two of them get nowhere. Maybe it's time for me to step in there. In hier. Guckt die durch Schlüsselloch oder wie beobachtet sie die? Also ich sehe nur eine verschlossene Tür. Oh, da sind sie. Okay, Mary, ich mag den Makarov zwar auch, aber mein größter Wunsch ist, dass es dir gut geht, wenn ich ehrlich bin. As long as she gets what she wants, Mint really doesn't care if people are busy or not. Sorry she dragged you into all this, though. This was probably the last thing you wanted after coming back from Rua. Honestly, I think she's sweet. It's plain to see how much she cares about you. In fact, why don't we take advantage of our current situation and have some tea together? Uh-huh. Well, sure. I mean, but that's just gonna throw more fuel on the fires of her weird ideas about us, right? Maybe, but I'm starting to wonder if I really mind. I would be lying if I said that seeing you again after all this time doesn't make me a little happy. Flirtet sie ihn gerade ein bisschen an? Makarov voll irritiert. Es kann auch lustig werden zwischen den beiden. I guess I could join you for at least one cup. Das klingt jetzt aber nicht sehr begeistert, aber ich glaube, der hat es nicht so mit Emotionen, also die offen auszusprechen und zuzugeben und so. I've got some stuff to sort out though, so I don't know if you'll get much conversation out of me. I don't mind, I'm happy just spending time together. Alter, ich glaube, das ist das ungleicheste Paar in der ganzen Code-Steel-Serie bisher. Ja, wir werden sehen. Also in Teil 3 geht's dann vielleicht weiter mit denen. I don't know. Then I go and pour the tea. Oh, wait, are you more of a coffee person? Whatever's easier, I guess. Das war voll die freundliche Antwort eigentlich. Aber es hätte mich auch interessiert. Ich hätte bei Makarov eher vermutet, dass er der Kaffeetyp ist. Ich weiß nicht warum. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Mint, kriegen wir ein Update? Guck mal, jetzt ist die Tür offen dank mir. Nee, sie feuert immer noch mit den gleichen Worten an. Okay. Das ist ein sehr interessantes Nebenthema hier, finde ich. So, wen haben wir hier? Oh, Elfin sitzt hier auch. Das heißt, ich kann sie auch einladen für dieses abendliche Dormitory-Begehungsritual. Interessant. Hallo, Beatrix. Ah, Schwarzer, good to see you. Ich wollte eigentlich mit Beatrix sprechen. Instructor Beatrix and I were just going over the day's events. Hehe, that's right. The battle between yourselves and the upper-class students made for some splendid viewing. I could see it becoming the sort of school legend that persists for decades to come. I don't know if I'd go that far, but thank you. Speaking of thank yous, I owe you and all of the other instructors a big one for all your help with the war so far. Haha, we didn't do a thing. I don't say that out of modesty either. All of my agency was robbed from me. I couldn't do anything for you or for my dear friend Otto, whose death I just received word of. I'd almost forgotten that they were old friends. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht. Wusste man das aus Teil 1 oder vielleicht sogar aus dem zweiten? His death is a loss not just to us, but to the entire nation. War asks us to make sacrifices, but that doesn't make the loss of innocent life any easier to swallow. It's a pain that grew all too familiar during our days in the army, but it never got any less agonizing. Indeed. Word has it that more innocents are being slaughtered in this nation's west too. There are times when I wonder whether my younger self could do anything to help them, but such thinking helps no one. Sir, if I may, please rest easy and let us take care of things from here. We may not be able to bring the war to an end on our own, but we believe that tomorrow's operation will bring us some way towards doing so. Now that all of us students have reunited again, I know we can make a change. That's certainly ambitious. Well, if this war could be said to have a silver lining, it's that it's given you a splendid opportunity to mature. Perhaps Otto's death was not in vain. Also, ich will jetzt nicht taktlos klingen, aber auch wenn Otto
quick, fidel und lebendig immer noch bei uns wäre, dann hätte Reen sich genauso entwickelt, wie er sich entwickelt hat. In that case, I wish you all luck, as we all will. And may I just watch over all of you. Give my regards to Fee and Milliam too. Ich wette, das wird er vergessen, der Reen. I will. We won't let you down. Das wird sich zeigen. Zu Fee könnte ich eigentlich zurückkehren. Ich wette zu 99,9%, dass er diesen Gruß nicht ausrichten wird. Relax and make some good memories tonight. It will be the kind of night you look back on and smile about when you're my age. Ist das so? Spielt sie damit vielleicht auch ein bisschen auf diese Szene im Dormitory an? Eventuell, aber eigentlich dürfte sie davon ja nichts wissen. Keine Ahnung. I'm afraid that all we old folks can do is wish you the best in all your exploits and pray for your continued success. Although, given your track record, it doesn't seem as though our thoughts and prayers are even necessary. I'm proud. This war has robbed us of much, but those sacrifices have forged all of you into stronger and more resolute young adults. Ja, kann man so stehen lassen. I'm afraid that all we old folks, exploits, proud und adults. Okay, hier wiederholt er sich. Ich dachte, wir bekommen jetzt vielleicht wieder irgendeine Medal geschenkt oder so. Aber das haben wir ja zuletzt von Elfin bekommen. Damals in Teil 1 konnte man hier irgendwas dazu lesen. Aber das hat sich jetzt auf die Courageous übertragen. It feels as though everyone aboard the Courageous is a lot more positive these days, don't you think? It's as if we're all united in our efforts and there's a sense of trust and warm regard around every corner. And I think I know who we have to thank for that, too. You. Me? You're always looking out for us, Reen, learning more about us, listening to our worries, trying to help any way you can. Without you, I don't know if everyone would be as close to one another as they are right now. I'm happy you feel that way, but I think you're giving me too much credit, Your Highness. If anything, it's everyone here who's always looking out for me. Whatever I've done, they've done just as much for me, if not more. Oh, I don't doubt all they've done for you. Regardless, I still believe you deserve to have this. Da bekommen wir die nächste Medal geschenkt. Nett, danke. Sie hat mir gerade ihre Liebe geschenkt. What's this? It's called the Medal of Love, and it's to be bestowed upon one who shows great compassion and consideration to others. I want you to accept it as proof of the strong bonds you've formed with the other members of the Academy. Proof of our bonds, huh? I like the sound of that. I'd be more than honored to accept it. I just wish we could form a deeper bond too. Oh. Aber ich habe eigentlich viele Gelegenheiten mit dir genutzt, die ich hatte. Also das Spiel hat einem nur nicht so viel offeriert, ne? Did you say something? Oh no, not at all. Oh, thinking about it, I've given you all 3 medals now, haven't I? Strength, charity, love. I'm amazed you were able to earn them all in such a short time. My expectations were certainly high, but you've more than delivered. It's an honor to hear you say so. And I couldn't be the only one you've made an impression on. Your classmates and my brother surely think just as highly of you. I do hope you'll treasure those feelings as much as we've come to treasure you. Das hat sie aber schön gesagt. Thank you, Your Highness. I'd like you to know that I'll always keep the virtues these medals signify in mind, and I'll fight every day to return peace to Erebonia. I have a feeling you'll accomplish far more than those medals were ever intended to reward, and in addition to those, I'd also like to give you this. What? Noch was? Ich habe das andere noch nicht angeguckt, aus der letzten Folge. Hab den Namen schon wieder vergessen. Isn't this a Master Quartz? Indeed, a very powerful one called vermilion, occasionally gifted to those deemed worthy by the Imperial family. My brother left it in my care some time ago, but I think it would better use in your hands. Think of it as me fighting alongside you and try to use it well, so that we can see Elise again if nothing else. Absolutely, Your Highness. Stellt euch mal vor, jeder würde dem Reen einen Glücksbringer übermitteln. Am Ende trägt er sich einen Buckel ab oder schleppt sich einen Buckel ab vor lauter Zeug, was ihm übertragen wird. Aber das hat wenigstens einen Nutzen auch im Kampf. Vermillion gab es aber auch im ersten Teil, glaube ich. High HP Increased Physical Damage. Sehr interessant.
HP 750 plus per enemy killed. Oh, mega. Ich bin ja sowieso so ein passionierter Vitality-Skiller. Ich liebe diesen Stat in eigentlich allen Spielen, wo der irgendwie eine Rolle spielt. Und ja, nice. Warte mal, er hat jetzt Force und Force ist schon auf der 5. Er hat hier Stärke 160 und hier 140, aber deutlich mehr HP. Er hat hier eine Defensive von 100 und hier nur von 70. Aber gut, das Ding muss auch noch 3 weitere Stufen anwachsen. Speed 7? Ey, es klingt schon wieder ultra dumm, ne? Aber dieses Speed-Thema ist hier schon wieder für mich voll das Kriterium. Arts Defense. Oh, die ist aber bei Vermilion deutlich höher. Ach nee, Vermilion ist schon Level 4. Habe ich gerade nicht Level 2 gesehen? Ach, ich bin bei Criminal gewesen. Moment, ich habe gerade Äpfel mit Birnen verglichen. Bin ich dumm? So, warte mal. Also HP ist auf jeden Fall bei Vermilion höher. Stärke 160, 140. Da habe ich noch richtig geguckt. Guck mal, die Defensive ist sogar höher bei dem. Speed ist halt niedriger, aber Arts Defense deutlich höher. Oh, es ist schwierig. Aber ein Level bin ich nur davon entfernt, das zu komplettieren. Aber so viel, es steht eigentlich nur noch der Endkampf bevor. Ich glaube, ich lasse das jetzt drin. Ja, ganz ehrlich, wäre ich jetzt bei der Mitte des Spiels, hätte ich vielleicht nochmal umdisponiert. Aber so muss nicht sein. Rebellion haben wir bekommen. Letztes Mal. Begin battle with stealth. Effect lasts 1 turns. Begin battle with Stärke, Art, Speed raised. 25%. Gar nicht mal so uninteressant. Aber was heißt denn Stealth? Dass du wahrscheinlich in der ersten Runde nicht angegriffen werden kannst oder so. Oder in der ersten Runde alles abblockst, wie bei diesem Adamantinschild oder so. Aber diese ganzen Arts, die hier sind, das ist eigentlich voll das Emma-Ding, ne? Aber ich kann sie jetzt leider nicht auswählen, sonst hätte ich da die Master Quartze nochmal verglichen. Ich wollte mir aber auch die Medal nochmal angucken, die wir da gerade bekommen haben. Ach, du grüne Neune. One of the awards that make up the Order of the Phoenix Wings. Alter Vater, 150. Und das ist ja die Barriere überhaupt hier. Also das wird, wenn mein Team wieder vereint ist, muss es auf jeden Fall mindestens eine Person kriegen. So viel steht fest. What brings you to the Principal's office, Your Highness? I just came to give my regards to Principal Van Dyke. You see, I'll be remaining here during tomorrow's operation. Though in my heart of hearts, I'd rather be out there fighting with all of you. Helping to rescue Elise and my family is far preferable to just sitting here letting others fight on my behalf. I'm sorry you feel that way, Your Highness. Don't worry, Reen. I understand that it would be way too risky to take me along with you, and I'd rather not risk the success of the operation with my presence, so I remain here and pray for all of you. I'm sorry we have to leave you out of the plans this time, Your Highness. If it's any consolation, it will all be over tomorrow. We're going to rescue them all for your sake too. Thanks, I'm placing my trust in all of you. Manchmal ist er schon ein bisschen schleimerisch, der gute Reen, oder? Reen, could I perhaps impose on you for a small favor this evening? Bei Elfin bin ich jetzt gespannt, wie sie das formuliert, weil sie hat damals nicht mit uns in den Dorms geschlafen. Die wird uns da jetzt aber auch nicht einladen, oder? I'd like you to give me a little tour of Class 7's dorm, if you're okay with that. Oh, any particular reason? It's probably about what you'd expect from a dorm. It's important for a devoted little sister to know each and every detail of her beloved brother's inner chambers. Okay, diese Formulierung ist schon wieder so ein bisschen... naja. And far be it from me to let that chance slip by while we're both here in Trista. I should have guessed. Bilde ich mir das ein oder klingt Reen gerade alles andere als amused? I don't see any harm in that. I'll give you the exclusive behind-the-scenes look at the glamorous lives of Class 7. Oh, really? You mean it? Goodness, now I'm starting to feel a little nervous. I'll make my way along later on, so just come meet me whenever you're ready. Alles klar. I'm not going to be able to keep, bla. Bei Elfen muss ich sagen,
Auch wenn sie jetzt überhaupt nicht meine Präferenz wäre, aber auf die Szene mit ihr wäre ich schon ein bisschen gespannt. Hehe, look at me getting nervous over a little alone time. I'll make my way along later on, so just come meet me whenever you're ready. Okay, wird noch ein bisschen dauern, genau wie bei allen anderen auch, aber irgendwann vielleicht. Mal gucken. So, hier muss ich jetzt aufpassen, weil hier sind irgendwo rote Ausrufezeichen. Oder sind die auf dem Dach? Die sind auf dem Dach. Vielleicht steht da auch Wäldemar. Wir hatten ja in der letzten Folge auch den Hinweis bekommen, dass wir unbedingt mit Wäldemar noch reden sollen. Ich glaube, Thor hatte uns das gesagt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier irgendwo rumlungert. Na, ihr zwei? Oh, mit Gaius habe ich kein gelbes Ausrufezeichen. Das liegt bestimmt daran, dass ich bei ihm Stufe 6 nicht erreicht habe. Und bei Elliot werde ich auch kein Ausrufezeichen haben. Aber ich könnte theoretisch, wenn ich mir alle Szenen angucken wollen würde, dort nochmal laden, wo wir Blade gespielt haben. Ich glaube, das würde bei beiden locker reichen, um von 5 auf 6 zu springen. Deswegen ist hier Hopfen und Malz noch nicht verloren. Aber Angie ist in dieser Darstellung hier nicht mit drin. Weiß nicht. Ich konnte früher über die Schultertasten, glaube ich, noch auf eine zweite Seite, aber die gibt es hier gerade nicht mehr. Komisch. I finally finished the piece I was working on back about the Courageous. It didn't take long once I got back into an environment I was comfortable in. Well, time for the next one. Schenkt mir ein Rezept. Aren't artists supposed to be emotional about this stuff? Well, I guess that's just Clara for you. Ich wollte gerade sagen, die kennst du ja auch nicht erst seit gestern. Das sollte uns theoretisch nichts mehr wundern. I'm pretty impressed with myself. It takes some skill to finish something like this in half a month. Next up is my graduation project though, so I'll be shutting out everything else to focus on it, starting with you. Bye. Ja, tschüss. I'm pretty impressed with myself. Ja, ich kenne mich damit halt gar nicht aus, aber sieht schon ein bisschen aufwendiger aus, was sie da geschnitzt hat oder gemeißelt hat, keine Ahnung. Standing in this room brings back a lot of memories. Ja, du hast ein weißes Stück Papier, hätte ich gerade fast gesagt, aber fang doch mal an zu malen. It's been too long since I was here. It sure has. It's been a tough journey, but it all paid off in the end. I'm probably jumping the gun here. Tomorrow will be the toughest thing we've attempted yet, so we can't really relax. Sure we can. It's all going to work out. We've gotten through every challenge we've faced so far, so we can get through this. We just need to put our faith in the wind and let it guide us forward. Ja, bla bla bla. Haha, true enough. Immer ist es der Wind, ey. Being in this room puts me so at ease. I really miss this place. Ich wünschte mir so sehr, dass in irgendeinem Code-Stil-Teil mal so richtig storymäßig und auch von der Charakterentwicklung was mit Gaius passiert. Ich finde, ich habe den Typen so gern, ne? Also, aber der ist so, finde ich, mit der farbloseste aus der ganzen Class 7 bisher. So, was haben wir hier? Oder wen haben wir hier? Es wird gekocht. Was gibt's denn heute Schönes? Na, Herr Nikolas, hat aber einen riesen Topf vor sich. Wow, something smells nice. I planned on treating everyone outside to some nice hot soup. All of us in the club put our heads together to come up with a recipe. Recipe? So it's nice that I get the chance to whip it up here in our old club room. Oh nein! Ich will dieses Recipe, gib mir! I plan to treat everyone outside. Nein! Ach, den ist neu, warte. In the cold to some nice hot soup, our club special recipe, no less. Although that does depend on the ingredients Miriam went out to buy. What could have happened to her? Mit Miriam haben wir bisher auch noch nicht gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Wobei ich das beim letzten Mal bestimmt kurz auf der Karte irgendwo gesehen habe. So, wir haben auf der ganzen Etage nur noch 2 Leute, mit denen wir sprechen können. Und die stehen hier quasi im Gang. Ich will nur gucken, ey, die werden hier wieder irgendwo ein gemeines Rezept auf irgendeinem Tisch oder irgendeiner Bank oder sowas liegen lassen haben. Ich wette mit euch. Ich muss noch mal ganz kurz zurück in den Raum gehen. Ich habe mir die Tische nämlich gar nicht angeguckt oder die Ablagen. Ich meine, es wäre nur naheliegend, wenn man hier irgendwas findet. Oder das wird wieder so ein Last-Minute-Recipe sein, was kurz vor Spielabschluss erst zur Verfügung steht, was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
Wenn du davon nicht mal wirklich Gebrauch machen kannst. Hier auf der Bank vielleicht? Hier haben wir schon mal irgendwas im Rahmen einer Sidequest finden oder aufsammeln müssen. Das war irgendein verloren gegangenes Notebook, glaube ich, oder ein vergessenes. Walking around the school building like this makes it sink in that we're finally back, you know. Yeah, it's been a long journey here, but we're finally back where we belong. Thanks so much for staying safe, Vivi. I'm really proud of coming this far, but more than anything, I'm proud of doing it with you. Oh. What brought that on? That's what I should be saying to you. You lying thief. There, there. Sind die beiden süß miteinander? Tomorrow we'll do an even better job than we did today. We're twins. We were born to work together. So sieht's aus. Aber schön, dass die sich jetzt hier nicht die ganze Zeit necken. Ich meine, das war auch mal lustig hier und da im ersten Teil, aber ich mag das lieber, auch wenn es langweilig ist, wenn die sich gut miteinander verstehen und alles schön ist. So. Okay, time to take a little tour of all the most romantic spots around the academy. They're gonna be full of lovey-dovey couples I can tease. They can't see me coming when they're lost in each other's eyes. Come on, Vivi, that's just mean. Ist wirklich so, aber so kennt man sie. Romantic Spots. Okay, das heißt, wenn wir unseren romantischen Moment haben werden, egal mit wem, dann ist die Gefahr groß, dass sie uns da auch dazwischen funkt, ne? Könnte passieren. Vielleicht teasert das schon so ein bisschen an, hä? Achso, hier ist zu. Old classroom. Guess it wouldn't hurt to take a peek inside. I hope we can enjoy our lessons here again someday. I'll fight to take back those days. Hä? Okay. Cool. Krass. Habe ich da gerade irgendwas gesehen? Nee. Ich fange an zu halluzinieren. Und hier kann man nichts machen. Ernsthaft. Keine Interaktionsmöglichkeit. Nichts zum Sammeln. Keine Erinnerung. Kein Dialog. Einfach kein gar nichts. Nö. Es sei denn, ich habe was übersehen. Aber das heißt... ich muss noch mal kurz auf die andere Seite laufen. Das heißt, dass ich vielleicht auch hier reingekonnt hätte, oder? Nee, das ist gelockt. Jetzt muss ich mich kurz an der Nase kratzen. So, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das Dach. Und auf dem Dach müsste dann das rote Ausrufezeichen sein. Das heißt, ich werde das gleich mal sicherheitshalber abspeichern. Nicht, dass wenn du das einmal betrittst, das gleich sofort alles eskaliert. So, ah ja, warte mal, wer steht denn da überhaupt? Ah, George Tower und Angie. Stimmt, das hatte man bei dem ein oder anderen Kameraschwenk am Ende der letzten Folge oder mittig in der letzten Folge, keine Ahnung, irgendwann auf jeden Fall mal gesehen. Oh, guck mal, wer sich hier gefunden hat. Warum juckt denn meine Nase jetzt die ganze Zeit? Was soll das? So, na, Alan? It's so quiet here, it's hard to believe that there's a war raging on all around us. We've been through a lot on the way here, but I'm glad I could come back here with you again. I'm never going to let anyone threaten you again. No matter what happens, no matter who we're up against, I will always protect you, that's a promise. I don't want to ever be separated from you like that ever again. Oh, Alan, I don't know why it took me so long to realize how I feel. Notebook update. I might not be strong or super talented, but that doesn't matter to me anymore. I'll do whatever it takes to keep you safe, no matter how things turn out. Sehr gut. I might not be strong, super talented, aber das scheint ja auch nicht wichtig zu sein. Darauf kommt es ja auch im Leben nicht an. You're anything but weak, Alan. You never have been. Not when we first met and not when we reunited at Thor's. But even if you do feel that way, always remember that I'll be by your side, okay? You're anything but weak. Die tun sich auf jeden Fall beide sehr, sehr gut. Vor allen Dingen Alan kann, glaube ich, menschlich extrem weiter wachsen durch Bridget, weil sie, glaube ich, genau die Lücken in seinem Selbstbewusstsein schließen kann, die er so mitbringt. Okay, aber dann sind wir jetzt mit der Academy durch. Wir haben Waldemar noch nicht angetroffen. Keine Ahnung, wo der gebunkert wird. Warte mal, hier war nichts mehr, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier irgendwas ausgelassen zu haben, aber scheint alles gut zu sein. Oh,
Hier ist die nächste Gruppenversammlung. Und jetzt komme ich hoffentlich in alle Häuser. Also eine Person steht auf jeden Fall noch im Park. Hä? Da ist auch ein rotes Ausrufezeichen. Ich weiß gar nicht mehr, was im Konkreten meine Aufgaben eigentlich waren. Aber ich kann ja hier mal grob überfliegen. Oh, es gibt nur 3 Akte. 1, 2 und Finale. Sieht so aus, ne? Liberate Carol Imperial Villa. Das ist das, wo wir dann wahrscheinlich auf die Straße gehen würden, was dann dadurch initiiert wird. Aber eigentlich müsste das ja über die Courageous starten, oder? Weil wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, wir müssen hinfliegen. The operation will take place tomorrow. There's no telling what might happen tomorrow, but for now I should take the chance to walk around the academy and the town of Trista to talk to everyone. I should drop by and see how Velimar is doing too. Ja, aber wo ist Velimar? Keine Ahnung, vielleicht finden wir ihn, wenn ich schon gar nicht mehr damit rechne. So, wie starte ich jetzt hier? Ich fange mal auf der Seite an. Wen haben wir denn hier? Casper und Klein. Na, ihr zwei? Haha, it's hard to believe how hard this nostalgia's hitting me. I mean, we've only been gone for 2 months. It's a real shame that this war stole away so much of the time we could have spent here. Well, what can you do? It's almost over now anyway, both the war and my part in it. Did you say something? No, just ignore me. I can't wait to get back to life as usual here at the academy. The war's eaten up more than enough of my time already. I want to get a chance to enjoy this place again before I finally graduate. Ich glaube, so geht's einigen. Aber es sind wirklich nur 2 Monate gewesen? Ich habe das Gefühl, als wären wir hier 2 Jahre weg. Here it is. Our old dorm. This is where I first started cooking for myself and where Klein used to give me advice until late into the night. Haha, I've made a lot of memories here. To be honest, seeing it again is kind of choking me up. Sehr gut. Oh, Notebook wieder. Haha, I've got so many memories of this place that I'm kind of tearing up seeing it again. It feels so surreal to finally be back, but here we are. Mit diesem letzten Erkältungsüberresten sind halt die ganzen Piepse-Stimmen oder Kinderstimmen nicht so einfach. I've got no reason to go in here now. Maybe I try somewhere else. Warum? Da leuchtet doch Licht. Da gibt es doch bestimmt noch nette GesprächspartnerInnen. Aber... naja, wer nicht will, der hat schon. Hey Lotte. Thank you so much for liberating Trista from the Alliance's control. It was awful. I wish I could do more to thank you, but all I have to offer is this... Oh! Ich liebe dich, Lotte. Ich liebe dich. Ich küsse deine Augen. But all I have to offer is this new recipe I just put the finishing touches on. It would make me happy if you shared this with your fellow classmates, though. Immer wieder gerne. Tomato Hotspot. Nee, Hotpot, oder? Yay, da ist die Trophäe. Juhu. Ich habe jetzt nicht richtig gelesen, was ich da gerade bekommen habe. Warte mal, das ist ein bisschen peinlich vor lauter Euphorie. Hotpot. Ich habe Hotspot gelesen. Oh, guck mal, er ist sogar ein begnadeter Cook für diese Speise. Ich würde sagen, ich nutze das jetzt einfach mal aus. Also 1 oder 4 müsste auf jeden Fall bei rumkommen. Nee. Ey, Reen, die Enttäuschung vom Dienst heute. Mega traurig. Es gibt ja mal Mühe, dankeschön. Dazzling Hotpot. 8000 HP. Oh, und es restored CP. Das ist eine mehr als geile Kombination. Even the upper class students seem relaxed tonight. That's all thanks to you and the brave souls who fought by your side. You won't have long to rest before duty calls on you again, so please try to enjoy the respite while you can. Ja, machen wir. Kennst doch Reen inzwischen, oder? Hat sich doch umgesprochen, dass der Typ nie relaxt und die Füße hochlegt. Got no reason to go in here now. Okay. Ich meine, mit Celestine haben wir ja schon gesprochen, mit Patrick auch. Ich glaube, in diesen anderen Dorms hier auf der Seite, da standen die Leute auch alle außerhalb. Oh, was geht hier ab? Kids Club oder was? Rosine versammelt wieder die Kinder. Hi. That big night thingy is super cool. It totally is. You should come and check it out with us, Rosine. Yeah, the second she comes back, he starts fawning all over her again. Still, I guess he has been worried about her for months. I'll let him off this time. Na, was hat er
Da hat er aber Glück gehabt. Honestly, I'm glad Rosine's okay too. Having everyone back like this feels almost like a dream or something. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh, wie friedlich ja alle miteinander sind. Schön. Guess what? I helped out in the shopping district here too. Only because Teisel and I asked her. Only because Teisel and I asked. So rum, ohne her. Still, I'm very proud of all of you for being such hard workers while I was away. I can't believe this day has finally come. Thank you, Idios. Ich vermisse ein bisschen ihr Nonnengewand. Whoa, look at her getting all emotional all of a sudden. She's got tears streaming down her face, but she's still smiling. It's cute as hell. My heart can't take it. Oh mein Gott. Ich meine, wenn die ein bisschen älter sind, go for it. Also wenn Rosine dann auch Gefallen an dir findet, aber muss ein bisschen Daumen drücken, weil sie ist, glaube ich, jetzt schon in einem Alter, wo sie sich vielleicht schon nach anderen Jungs umgucken könnte. Er sagt jetzt nichts Neues. Ne? Ich dachte, wegen ihrem Ausbruch jetzt kommt hier vielleicht wieder neuer Dialog-Input. Both Kay and Rudy really did their part in helping out these past few months. That's not to say they didn't cause me trouble when they ordered the wrong number of emergency supplies, but they still worked hard and that's what counts. We all have achievements to be proud of today. Both Kay and Rudy really did their part. Supplies und today. Okay. Hallo Teisel, kleine Maus. We're so happy to finally have you home, Rosine. We heard something terrible happened in Celtic. You're not hurt, are you? I'm just fine, honestly. Even better after seeing that all of you are safe. Yep, we looked out for one another and made sure that nobody did anything too dangerous. We were really worried about the students who disappeared, though. I'm so glad you're okay. Please don't cry, you make me all sniffly too. Oh Gott, warum umarmt ihr euch nicht alle? I thought I wouldn't see the missing students ever again. I'm really happy you're all okay. Tja, einmal dicke Umarmung und nachher schön den Abend gemeinsam ausklingen lassen, nicht? I'm so glad to see that everyone here is doing alright. I've been so worried about them. I'm so happy. Oh, thank you, Idios. Oh, Notebook wieder. I'm sorry, I'm just feeling very emotional tonight. Coming this far hasn't been easy, but seeing everyone is exactly what I needed to show me that it was all worth it. Ja, na dann weint ihr mal. Ist doch, wenn es Freudentränen sind, spricht ja wohl nichts dagegen. Ich bin gespannt, wie viel sie, also wie viele Details sie den Kids mitgegeben hat mit Blick auf das, was in Celtic passiert ist. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie die ganzen grausamen Details auch ausgepackt hat, sondern sie wird wahrscheinlich nur von einem Angriff gesprochen haben und vielleicht von einem Konzert, um die Betroffenen irgendwie zu trösten, aber viel mehr vermutlich auch nicht. Ah, guck mal, die beiden spielen hier und keiner ist da. Keiner ist hier. Ihr spielt und keiner will's hören. Das ist so ein trauriger Anblick gerade. Das geht eigentlich so nicht. Das kann man so nicht stehen lassen. I was so relieved to see that Rosine was all right after all. I heard she was trying to do what she could for the people of Celtic after the tragedy occurred there too. I was deeply moved when I first found out. She's the very model of a perfect sister. Ja, für mich ist sie einfach nur mein Bro. Ich hoffe, das ist okay für sie. I can only imagine how comforting Rosine's efforts were for the people of Celtic after all they've been through. I think it might be time for her to move up from an apprentice sister to a full one. She'd be a real credit to the church. Ich glaube, so wie ich sie einschätzen würde, wäre ihr das gar nicht so wichtig. Ich glaube, es geht ihr nur darum, das zu tun, was sie gerne tut, egal in welcher Hierarchieebene quasi. Aber prinzipiell hat die Ornella sicherlich recht. It's wonderful to hear the joyful sounds of people reuniting with old friends and rejoicing in their safety. The shadow of war still looms heavy over us and the sadness it brought to us will never truly be forgotten. But there's no harm in celebrating our current happiness, so let us do just that. Finde ich auch. Let us give thanks to the goddess for the blessings she has given us this day. And let us pray that the shadows of war and the sadness they bring will soon dissolve in the light. Ja,
bin ich dabei. Ich bete ausnahmsweise mal mit, okay? Einfach damit die Bank hier nicht so leer ist. Das ist kaum auszuhalten, der Anblick. Here I am, back at doors, I'm playing the violin. I didn't think it could happen. All we've been through, everything we've done, getting back here, all makes it feel worth it. I know I'll be playing my part to make this night amazing. I've got high hopes. I can't wait for everyone to gather for our concert tonight. Ach, die proben noch. Okay, das wusste ich nicht. Nee, dann nehme ich alles zurück. We're all going to work as hard as we can to make sure it's wonderful. Nee, dann habe ich das hier voll missinterpretiert. Ich dachte, die sind hier quasi schon mitten bei ihrem Auftritt, aber nö. Hey, Irene, having fun? Sure am. What are you doing playing here, Elliot? Isn't there a mass or something starting soon? Believe it or not, Father Paolo gave the wind orchestra permission to play here today. Mint and Bridget should be here as soon as they've taken care of some other stuff. Sounds like fun. I'll have to stop by and listen if I get the chance. Please do. Na, ich glaube, der Irene, der wird heute Abend ein bisschen was anderes vorhaben, ne? Aber vielleicht findet das Konzert ja vorher statt. The rest of the wind orchestra should be here soon, and then we'll be able to start our little concert. It would be great if you got a chance to come and watch us perform. Es tut mir voll leid, Elliot, dass ich mit dir zu wenig gebondet habe und deswegen jetzt hier kein Ausrufezeichen über deiner Birne zu sehen ist. Aber ich habe durch den Übertrag des Spielstandes aus Teil 1 glaube ich, viel mehr gelbe Ausrufezeichen hier in Trista verteilt, als das normalerweise ohne diesen Zusatzbonus an Bonding Points überhaupt möglich gewesen wäre. Ach, hier kommt man rein. Okay, warte mal. War da überhaupt jemand? Ah, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich zuerst die Angelstelle checken will oder hier gucken will. Ach, das war ja auch nur ein Wohnhaus. Ich bin gerade dumm. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein weiterer Dorm oder so, aber nee. Also hier wird auch geschlafen, aber das ist ein Privathaushalt. It's nice to be able to relax and enjoy a drink like this after all this time. Das waren doch die Eheleute, die sich öfter mal in der Wolle hatten, ne? Aber das Getränk auf dem Tisch sieht interessant aus. I'm so sorry for all the trouble I've caused you, Melissa. Oh, die vertragen sich. Oh, don't apologize. You must have been through more than enough. I just hope this is the first step back towards our normal everyday lives. Haha, so do I, so do I. Okay, life's been difficult since our town was occupied by the Alliance, but I always knew we'd be rewarded for persevering. Hehe, there's nothing we can't overcome if we face it together as a family. Life's been difficult since our town... Family. Okay, cool. Und wo ist euer kleiner Mann? Der Emil oder wie der hieß? Der freut sich bestimmt auch mega, dass ihr wieder gut miteinander seid. I wouldn't be able to sit here with my wife if it weren't for you and your friends. So thank you all from the bottom of our hearts. Gern geschehen. I wouldn't be able to sit here. Ey, mega. Also mit dem Happy End hätte ich so schnell ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber good to see, auf jeden Fall. Ich verstehe nicht, wo der Kleine ist, so spät abends. Warum ist denn der nicht zu Hause? Ach, der stand bestimmt bei Rosine. Da waren ja die ganzen Kids alle versammelt. Aber die Kleine, die Annie hieß sie, glaube ich. Ach, da! Da ist Annie auf jeden Fall. Okay, ihr Lieben, ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal hier weitermachen. Wir werden uns die Angelstelle angucken und dann den ganzen südlichen Teil von Trista und dann dementsprechend mit den nächsten Events weitermachen. Einerseits das Übernachtungsthema hier in Dormitory und natürlich die roten Ausrufezeichen. Und Wellemar habe ich auch noch nicht gefunden. Bin gespannt, ob wir den beim nächsten Mal ausfindig machen können, den alten Schlawiner. Stellt euch mal vor, der sitzt bei Kirsche auf so einem Stuhl und trinkt da Tee. Gern geschehen fürs Kopfkino. Ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.